Du fragst dich, ob deine Traverse durch Lasten am Kragarm umkippen kann? Vielleicht auch nicht. In diesem Video lernst du, wie du in Zukunft durch eine einfache Berechnung eine klare und eindeutige Antwort auf diese Frage geben kannst und eine Kippgefahr sicher ausschließen kannst. Wenn du Lasten an einer auskragenden Traverse befestigst, kann es sein, dass die Traverse umkippt. Dies liegt daran, dass abhebende Auflagerreaktionen entstehen, welche Stahlseile oder Kettenzüge nicht aufnehmen können. Die Auflager fallen daher aus und die Traverse kippt. Wir berücksichtigen im ersten Schritt nur die Last am Kragarm und auf der sicheren Seite liegend nur das Eigengewicht der Traverse, da dies immer da ist und relativ genau bekannt ist. Die Kippsicherheit wird nachgewiesen, indem man das destabilisierende Kippmoment mit dem stabilisierenden Kippmoment vergleicht. Ist das Kippmoment kleiner, besteht keine Kippgefahr und das System ist ausreichend sicher. Bilden wir zuerst das destabilisierende Kippmoment. Dieses setzt sich aus der Last F und dessen Abstand zum Kipppunkt zusammen und wird mit einem Teilsicherheitsbeiwert von 1,5 für ungünstig wirkende, veränderliche Lasten nach Eurocode beaufschlagt. Zusätzlich wirkt ein Teil des Eigengewichts der Traverse, nämlich der Kragarm selbst, als destabilisierendes Eigengewicht. Dessen Kippmoment setzt sich wie folgt zusammen: G, das Eigengewicht pro Laufmeter, mal L, der Kragarmlänge, mal L halbe, also der Abstand des Teilschwerpunkts zum Kipppunkt. Auch diese Last wird nach Eurocode mit einem Teilsicherheitsbeiwert von 1,1 für ungünstig und ständig wirkende Lasten wie Eigengewichte beaufschlagt. Das Standmoment besteht in unserem ersten Fall nur aus dem Eigengewicht der Traverse, welche nicht auskragt. Auch hier wird nach Eurocode ein Teilsicherheitsbeiwert von 0,9 für günstig wirkende ständige Lasten verwendet. Zu den Teilsicherheitsbeiwerten kann man im Allgemeinen sagen, diese sind umso kleiner, je genauer die Last und deren Position bekannt ist, zum Beispiel Eigengewichte. Und sie erhöhen immer ungünstige Lasten bzw. verringern günstig wirkende Lasten, sodass immer eine ausreichende Sicherheit vorhanden ist. Hier habe ich euch mal eine kleine Tabelle auf Basis der vorherigen Formel zusammengestellt. Die Tabelle zeigt, wie viel Last ihr maximal am Kragarmende anbringen könnt, wenn man nur das Eigengewicht der Traverse ansetzt. Als Eigengewicht habe ich mit 5,5 Kilogramm pro Meter die leichteste 30 cm Viergurt-Traverse gewählt, welche so in der Praxis zu finden ist. Ist die vorhandene Traverse etwas schwerer als 5,5 Kilo pro Meter, liegt man also auf der sicheren Seite. Ihr könnt euch natürlich eine entsprechende Tabelle für die Eigengewichte eurer eigenen Traversen erstellen. In unserem Beispiel hatten wir 8 Meter Feldlänge und 3 Meter Kragarmlänge. Wir dürfen also bis zu 29 Kilogramm Einzellast am Kragarmende anordnen. Was ist, wenn wir aber mehr anordnen wollen und das Eigengewicht nicht mehr ausreicht? Wir können entweder die Last verkleinern, bzw. die Last auch näher an den Kipppunkt bringen. Wir können die Traverse selbst verlängern, sodass wir etwas mehr Eigengewicht mit etwas mehr Hebel haben. Alternativ können wir aber auch ein Gegengewicht anbringen. Das kann ein Scheinwerfer oder ein Lautsprecher sein, welcher irgendwo im Feld angeordnet wird, mit einem möglichst großen Abstand zum Kipppunkt. Hierbei sollte man allerdings die Auf- und Abbaureihenfolge beachten. Beim Aufbau sollte zuerst die Last im Feld, also unser Gegengewicht, angeordnet werden und dann erst die Last am Kragarm. Beim Abbau genau die umgekehrte Reihenfolge. Erst die Last am Kragarm entfernen und dann das Gegengewicht im Feld entfernen. Für unsere Gegengewichte wird als Teilsicherheitsbeiwert genauso wie beim günstig wirkenden Eigengewicht 0,9 gewählt. Die Formel für das Kipp- und das Standmoment kann genauso auch für Mehrfeldträger verwendet werden, da hier alle Kettenzüge, also zugaktive Auflager, bis auf der am Kragarm ausfallen. Nach diesem Video kannst du nun die Kippgefahr rechnerisch überprüfen und richtig einschätzen. Im nächsten Video lernst du, dass Kragarme nicht nur eine Kippgefahr darstellen können, sondern auch ein immenses Optimierungspotenzial für deine Traverse sein können.